Yo, what's poppin'? Herzliches Salü zur nächsten Folge, und zwar die der Luft und 2 Wochen vor Weihnachten. Kurz Vorwort: über die Weihnachtszeit werde ich mir auch wieder eine kleine Auszeit von den Aufnahmen gönnen, um ein bisschen das Jahr zu reflektieren, in das neue Jahr zu starten und diese Reflexionsergebnisse vielleicht ein bisschen umzusetzen. Das heißt, ihr kriegt dann noch in der Woche vor Weihnachten und sogar an Weihnachten. Lasst euch mal kurz gucken. Und an Weihnachten, ja, das ist der Mittwoch, der 24. Da werde ich euch auch noch die letzte Folge diesen Jahres mitgeben. Damit hätte ich dann auch alle Teil 2 Folgen und der negativen Elemente abgearbeitet, dass ihr dann schon im Vorhinein wisst, wenn erst einmal nichts kommt. Falls sich jemand fragen sollte, warum, ganz einfach. Ich muss mich auch auf Klausuren vorbereiten, ne? Studium lässt grüßen. So, aber jetzt steigen wir auch in das Luftelement rein, weil Psychologie, Studium, Geist, interessante psychopathologische Dinge, die man dann auch wahrnehmen kann, wenn man sich aus dem Bereich heraus diese Wissensschätze mitnehmen möchte. Aber hier im Magischen geht es dann um den sprunghaften Geist. Also ihr merkt schon, das Psychotherapeutische, da müsste eigentlich sofort eine Diagnose aufkommen, die ich jetzt bewusst nicht ansprechen möchte, aber you know what I mean, und that's what's important. Im Endeffekt, einen sprunghaften Geist können wir auch öfter bei Menschen wahrnehmen, die entweder sehr erschöpft sind oder grundsätzlich sehr aktiv durchs Leben wandeln und sehr viele Eindrücke verarbeiten möchten, aber irgendwie nicht in der Tiefe verarbeiten, sondern nur oberflächlich anspringen. Dann ist man mal da, mal da, mal da, mal da, mal da, mal da. Irgendwelche Sorgen, irgendwelche Ängste, irgendwelches Funkeln, irgendein lautes Geräusch irgendwo im Hintergrund. Und schon, boom, ist man wieder mit der Aufmerksamkeit woanders. Und das zählt Drabeck als ein negatives Luftelement, ja, weil diese ganzen Sinnessachen, der mentale Körper mehr dem Luftelement zugeordnet wird, aber nicht ausschließlich Luftelement ist. Und da springe ich jetzt auch noch kurz. Da habe ich nämlich auch wieder einen Haufen interessante Videos gesehen von einem Liam Christopher. Der ist ein Dozent oder eben ein Professor irgendwo in Amerika, ist selber magisch unterwegs und klärt seine Zuschauerschaft dann auch zu bestimmten Fragen, ne, die sie ihm stellen oder Themen, die ihm einfallen. Auch sehr, sehr ansprechend, wenn man der englischen Sprache mächtig ist und auch versteht, was er zu sagen hat. Aber um den Geist wieder zu fokussieren auf das eigentliche Thema, ein solcher Geist, so habe ich es schon auch früher anders beschrieben, kann Gedanken nicht ordentlich prozessieren, abhängig von den Interessen einer Person. Sprich, haben wir jetzt, also es gibt ja auch das Gegenteil bei sprunghaften Geistern, dass sie auch mal fokussiert sein können, und zwar vorzugsweise bei den Dingen, die sie wirklich interessieren, ne? Also sagen wir, jemand liebt es zu gärtnern, ne, ist aber grundsätzlich mit seinem Geist überall. Aber kaum hat die Person etwas zu tun, was mit Gärtnern zu tun hat, dann bumm, kann sie stundenlang nur gärtnern. Und das auch wirklich effizient und richtig gut und mit Freude erfüllt. Das kommt gut vor. Aber sonst im Leben alles andere so, ist ja relativ Wurst, muss man nicht tiefgründig verarbeiten, bis auf das, was man halt mag. Und das führt ja eigentlich im Endeffekt dazu, wenn man allgemein so einen sprunghaften Geist hat, dass man diese temporären Gelüste, die man dann verspürt und vielleicht auch impulsiv ausdrückt, dass sie kurzfristige Befriedigung finden, aber so kurzfristig, dass man wieder anders ist, ohne überhaupt in die Tiefe zu gehen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich und warum ist es so und wo ist der wahre Kern hinter allem, was dann eine grundlegende Inkohärenz im Kopf schafft. Und dafür, um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, oder richtig in den Griff zu kriegen, nicht nur ein bisschen, müsste man laut Autor einen starken Willen entwickeln, was wieder zum Feuer gehört, ne? Luft ist ja doch der Vermittler zwischen Gefühl und dem Willen,
die man ausführen möchte. Vorzugsweise trainiert man das natürlich durch unsere Konzentrationsübungen, die wir schon kennen. Natürlich kann man auch andere Konzentrationsübungen, die das fördern, nutzen, aber da muss jeder für sich dann selber entscheiden, was einem am besten liegt. Natürlich kann man sich auch hinsetzen und ein Themengebiet nehmen, das man wirklich komplett durchdenken will. Dann fördert es natürlich auch diesen Willen und vor allem die Konzentrationsfähigkeit, um diesen sprunghaften Geist zu korrigieren. Zum sprunghaften Geist kommen im Endeffekt wieder 2 Punkte dazu. Oder 3. Nee, kommt eigentlich nur ein weiterer Punkt dazu. Und zwar der Konzentrationsmangel als solcher. Und das ist auch sau interessant. Da habe ich dann auch Telefonat geführt, wo dann zur Sprache kam, ja, jetzt habe ich nicht den Kopf dafür, weil wegen des und des und des. Und wenn ich mich selber in Regress nehme, dann habe ich auch oft irgendwelche Gründe, die ich dazwischen schiebe, um zu sagen, boah, nee, jetzt habe ich keine Konzentration, irgendwas zu machen, nee, ich bin zu braten fertig, nee, ich bin zu blablabla. Und eigentlich, wenn man es genauer anschaut, sind das gewissermaßen Ausflüchte, etwas nicht zu tun, wobei man da entgegenhalten muss, dass wenn man wirklich erschöpft ist, dass man auch wirklich keine Arbeit leisten kann, dann ist es ja ein Fakt und keine Ausrede. Natürlich kann man seine Kräfte überstrapazieren, was kontraproduktiv gegenüber der eigenen Gesundheit ist, aber an sich auch irgendwelche negativen Gefühle oder Gedanken zu überwinden und zu sagen, nee, jetzt ziehe ich einfach durch und fertig, das könnte man dementsprechend entwickeln, indem man sich manchmal zwingt, Sachen zu tun, ohne zu übertreiben, was dann wieder dem Willen zugute kommt. Und da empfiehlt der Autor, dass man bewusst das Gegenteil von dem macht, was man eigentlich machen möchte. Also ist jetzt dumm gesagt, sagen wir, ich muss jetzt unbedingt aufs Klo. Ne? Aber eigentlich könnte man sich das noch 2-3 Minuten verkneifen. Und da kann man wieder die Referenz ziehen zu Bardon, dass man sagt, okay, man soll all seinen Gelüsten ein bisschen mehr Geduld geben. Im Sinne von, ich habe Hunger, ich warte noch eine halbe Stunde. Ich will was trinken, ich warte noch eine Viertelstunde. Ja, ich will jetzt unbedingt rausgehen und Sport machen. Nee, ich warte noch ein bisschen und ziehe jetzt erstmal meine Arbeit, die ich machen will, durch. Und mir kam das also ich habe jetzt an einem Tag habe ich die ganzen Notizen zu den Elementen gemacht aus der negativen Sparte, um die Folgen vorzubereiten. Und da hatte ich ja auch zwischendurch immer wieder dieses, nee, ich habe jetzt keine Lust. Nee, ich habe eh schon zu viel gearbeitet. Nee, ich würde lieber gern zocken. Nee, ich würde jetzt gerne lieber Serie gucken. Nee, ich würde jetzt lieber gern essen. Diese ganzen Sachen, die waren auch zwischendurch drinnen. Und dann wieder auf der anderen Seite, eigentlich könnte ich erstmal den Punkt durchziehen, beziehungsweise das Kapitel durchziehen und fertig. Dann kann ich was essen. Also dieses Hinauszögern habe ich dann tatsächlich gemacht. Ist dann manchmal so geendet, dass ich dann einen Abschnitt, zum Beispiel komplett Luft fertig hatte. Und dann war ich so im Flow drin, habe ich gedacht, nee, jetzt nehme ich noch Wasser dazu. Und habe damit Wasser weitergemacht. Also diese Überwindung, auch zu sagen, nee, ich mache eben das Gegenteil von dem, was meine Gefühle oder meine Gedanken gerade verlangen, führt dann durch regelmäßige Wiederholung im Endeffekt dazu, dass man sich da noch längerfristig konzentrieren kann, seine Arbeit auch ordentlich durchzuziehen. Es ist schon vieles möglich, wie auch schon oft in anderen Folgen gesagt. Dann kommen wir zum 8. Punkt, Geheimnisse lüften. Wir haben ja das Erdelement mit der Qualität des Schweigens und Geheimnisse als solche, also gerade wenn man Erkenntnisse gesammelt hat, die einem selber so viel gebracht haben, dann neigt man gerne dazu, dass man das auch gerne unbedingt jedem erzählen möchte, dass man unbedingt jeden bekehren möchte, dem gleich zu tun. Und ich meine, vielleicht habt ihr in eurem Bekanntenkreis oder in eurem Umfeld auch Menschen oder eben auch durch andere Situationen erkannt, dass das gerade, also dass solche Menschen missionarisch durch die Gegend ziehen, um das alles zu verbreiten, was sie gelernt haben. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil ich war nicht anders. Damals, als ich meine ersten Schritte in den Bereich der Esoterik und Spiritualität gefunden habe, weil bevor ich zur Magie kam ich in dieses oberflächliche Gedöns rein. Da war ich so überzeugt davon, und jeder sollte das machen und jeder, wirklich jeder, weil ich jedem gewünscht hatte, ein besseres Leben zu haben. Wünsche ich zwar immer noch, ja, aber das Missionarische, das dann während der
während des Beginns der Magie auch wieder aufkam, habe ich deutlich erstmal raushängen lassen, aber mit der Zeit merkt man dann auch, viele interessiert es nicht, andere verlachen das, andere wiederum lästern dann hinter dem Rücken über die Hobbys, die man hat, schenken dem Ganzen keinen Glauben, weil es wissenschaftlich ja nicht anerkannt ist oder welche Gründe auch immer, wo man sich dann vielleicht mit der Zeit die Phrase aus der Bibel zu Gemüte führen sollte, wo Jesus sagte, werfe die Perlen nicht vor die Säue. Und letztendlich, gerade jetzt für das Publikum, das sich eben auf dem magischen Weg befindet und vielleicht auch geneigt ist, diese Erkenntnisse gerne weiterzugeben und verbreiten zu wollen, die Welt verändern zu wollen mit diesen wunderbaren Sachen. Könnt ihr machen? Ja, definitiv. Die Frage ist halt, wie ihr es macht. In meinem Beruf zumindest versuche ich, diese Erkenntnisse, die ich bisher gesammelt hatte, in einen Kontext zu packen, der nichts mit Magie zu tun. Einfach Lebenssituationen aufzuklären und Verständnis zu schaffen, wieso man etwas lernen muss. Wieso man eben gewisse Dinge nicht tun sollte. Ein bisschen untermalt mit eben der Lebenserfahrung, die man gesammelt hatte, um den Leuten wirklich auch emotional klar zu machen, hey, ich sorge mich um euch. Was ihr aber macht, ist eure Sache. So nach dem Motto, okay, ich kann es erzählen, aber die Verantwortung ist nicht meine. Dann lernt man auch für sich selber gleichzeitig Grenzen zu setzen, ohne sich wirklich verraten zu müssen oder seine Geheimnisse kundzutun. Anders ist es natürlich, wenn jemand wirklich brennendes Interesse hat und sich selbst schon auf so einem Weg der Selbstentwicklung, sei es magisch oder nicht magisch, befindet, dass man dann auch seine Perlen weitergeben kann und vielleicht manchmal auch sollte. Hat Bardon in seinem Hauptwerk auch geschrieben. Ne? Nur die wirklich Interesse haben, denen gibt man dann auch das Wissen weiter. Weil wenn man diese magischen Erkenntnisse weitergibt, dann profaniert man diese, sprich, man macht sie irgendwie gewissermaßen wertlos, weil du hast es dann erzählt und die Person lernt meistens nichts draus. Oder macht auch gar nichts. Die müssen manchmal selber erstmal an den Rand der Verzweiflung getrieben werden, bevor sie überhaupt irgendwas machen. Und dabei, durch diese Profanation, die man im Endeffekt betreibt, verliert man ja auch irgendwo seinen eigenen Fortschritt, weil man sich dann mehr daran aufhängt, das weiter zu verbreiten, anstatt einfach selber weiterzumachen. Und dadurch, dass ich dann eben in meinem Fall aufgehört habe, da weiterzureden und wieder zu üben, habe ich gemerkt, okay, nee. Ich kann zum Beispiel mit meinen Eltern drüber reden, weil die es interessant finden. Ich kann es auch eben mit magischen Gefährten oder magischen Gleichgesinnten teilen, weil man befindet sich ja gewissermaßen auf demselben Weg, obwohl jeder Weg individuell ist. Aber da hilft dieser Austausch oder das Lüften der Geheimnisse dahingehend, dass man dem anderen ein bisschen mehr Mut schenkt oder ein bisschen mehr Motivation schenkt, weiterzugehen, weil es sich einfach lohnt. Und klar, die Dinge, die ich jetzt in den Folgen so allgemein erwähnt habe, ja, das sind Geschichten, das sind Erfahrungswerte. Andererseits könnte man jetzt sagen, okay, diese Mitteilung der Erfahrungswerte würde mich auf meinem Weg blockieren. Aber wiederum gesagt, eigentlich nicht. Das sind einfach Geschichten. Die biete ich an, als Möglichkeit, daraus ein Beispiel zu nehmen, weil das ist so typisch Berufskrankheit. Aber ich beharre nicht darauf, dass man sich an dieses Beispiel hält. Und wenn ich dann eben meine eigene Praxis anschaue, die, klar, die stagniert wirklich, weil eben so viel anderes zu tun ist, da muss ich dann sagen, okay, es läuft trotzdem noch gut, weil ich meine, so rudimentäre Sachen mache ich ja immer noch, gehört ja zur täglichen Praxis dazu, aber Fortschritt stagniert in der Hinsicht nicht und auch die Wegnahme der Kräfte, ne, durch das Enthüllen der Geheimnisse, was auch laut Autor vorkommen könnte, ist jetzt auch nicht da, weil die Dinge, die ich mache, die funktionieren immer noch und es ist cool, sind immer noch stark in ihrer Wirkung, weil ich meine, ihr hört ja auch, ich bin erkältet, aber, man weiß sich zu helfen
und dementsprechend ist man noch fit genug, andere Dinge erledigen zu können. Und selbst bei Geheimnissen, bei allgemeinen Geheimnissen, die jetzt nichts mit Magie zu tun haben oder mit irgendwelchen spirituellen Erkenntnissen, selbst da ist es immer vorteilhaft, doch Geheimnisse für sich zu bewahren, weil nicht jeder alles wissen muss. Und wenn jeder alles weiß, dann nimmt es die eigentliche Kraft, die man mit dem Geheimnis sozusagen auch gewissermaßen mit aufstaut, nimmt die Kraft komplett weg. Die verstreut sich, verteilt sich und es wird weniger. Wenn man jetzt sagt, hey, ich habe den Plan jetzt, eine Riesenakademie aufzumachen, eine riesige Schule für blablabla, und man teilt es jedem mit, dann verstreut man diese ganze gesammelte Energie in Form von Motivation und Durchhaltevermögen und Disziplin, verstrickt sich in das Labern über die Sache und dann kriegt man natürlich wieder die Reaktionen, die man bekommt. Mal gut, mal schlecht, mal hinderlich, mal Leute, die vielleicht bewusst einen Stock in den Weg werfen oder einen Stein sogar oder einen Felsen, keine Ahnung. Und da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf eine Karikatur, die ich eben mal gesehen hatte und auch in irgendeiner Folge erwähnt hatte. Sobald jemand weiß, was du vorhast, dann stehen diese Leute immer am Rand deines eigenen Weges und haben vielleicht die Möglichkeit, mit ihrem Einfluss dich von deinem Weg abzubringen, was natürlich dahin führt, dass man es vielleicht doch nicht umsetzt, dass man Misserfolge erntet oder dass man grundsätzlich zunichte gemacht werden würde. Und wir brauchen auch gar nicht drüber reden, dass Geheimnisse, die man anvertraut bekommt, wenn man die erzählt, ne, dann bricht man das Vertrauen, das eine Person einem gegenüber hat. Und nee. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder selbst erlebt und auch selber mal gemacht und vielleicht erkennen können, was so ein Vertrauensbruch mit sich bringt. Egal ob bei einem selbst oder bei einer anderen Person. Und als letzten Gedanken gibt dann Drabeck mit: Sollte ein Geheimnis, das man trägt, durch eine dritte Person gelüftet sein, so schweigt man trotzdem darüber und spricht dieses Thema nicht an. Ja, da #Erfahrungswert kann ich dann auch dementsprechend bestätigen, dass sowas gerne mal passiert, in welchem Bereich auch immer. Also, dass man dann trotzdem weiterhin schweigt und sein Ding einfach weiter durchzieht, sage ich mal so, dass das durchaus ein wichtiger Rat fürs Leben ist, auch wenn ich das, bevor ich das ja umgesetzt hatte, ne, ich mache ja trotzdem einfach weiter, aber bin erst eben letztens auf diese Zeile gestoßen, wo ich mir gedacht habe, hey cool, dieser Punkt, der mich ja früher auf jeden Fall betroffen hatte, der ist nicht mehr so stark ausgeprägt. Wobei, wenn ich denke, ich tausche meine Sachen nur mit Gleichgesinnten aus, ja, dann ist der Punkt nicht mehr ausgeprägt. Aber dieser letzte Rat dazu, den habe ich schon unbewusst im Endeffekt durchgezogen. Und ich glaube, das schadet niemandem, weil ich meine, im Endeffekt sollte man zu dem stehen, was man tut. Man braucht es auch nicht auf den Tisch ausbreiten, außer es ist wirkliches Interesse da, so ein ehrliches Interesse, dann kann man sich gerne, wie Baden auch gesagt hat, austauschen. Was uns dann wiederum zum 9. Punkt führt, und zwar die Ambition, weil Geheimnisse lüften, ne, wenn wir die ganzen Spiris angucken und vielleicht auch andere Magier, die mit den Lehren oder Erkenntnissen Geld verdienen wollen oder Leute ködern wollen, deren Trainingsprogramme zu kaufen, dann spielen die zwei Sachen in Kombination auch eine interessante Rolle. Also diese Kombination aus Geheimnisse lüften und Ambition ist in dem Bereich auf jeden Fall ziemlich stark. Wobei ich sagen muss, die Inhalte gerade bei den Spiris sind relativ verfälscht und nicht so klar, nicht so definiert, weil einfach das Wissen fehlt. Aber diese Eigenschaft der Ambition, ne, die negative Form, weil ich glaube, beim Feuer positiv gab es Ambition ja auch im Positiven. Oder war es im Wasser negativ? Keine Ahnung.
Da müsste ich mir die Folgen nochmal reinziehen. Im Endeffekt kombiniert Ambition mit Selbstsüchtigkeit, wissen wir sofort, in welche Richtung das schießt. Ne? Weil man tut im Endeffekt alles in seiner Macht Stehende, um genau das zu erreichen, was man erreichen möchte. Und klar, nicht jeder Mensch ist ambitioniert. Kann man natürlich auch stärken, die Ambitionen, wenn man was erreichen möchte. Aber ich tue alles, um das Ziel zu erreichen, im negativen Sinne, ne? Da kann man ein bisschen weiterdenken, so Unternehmertum, wenn man sozusagen, ja, Gefälligkeiten, you know what I mean, so anbietet und dafür einen Nutzen im Sinne von Beförderung oder so kriegt, gilt für beide Geschlechter gleichermaßen, ja, dann ist das nicht so pralle, ne? Weil im Endeffekt verkauft man seinen eigenen Wert, seine eigene Seele sozusagen für irgendeinen materiellen Erfolg, der im Endeffekt außer materiellem Erfolg nichts bringt. Also man opfert im Endeffekt seine eigene Integrität für, in Anführungszeichen, nichts. Weil alles Materielle ist ja irgendwo temporär. Aber wenn man diese Ich tue alles, um es zu erreichen, Mentalität nutzt, im Sinne von, okay, ich erreiche jetzt einen Doktorgrad oder einen Professorgrad oder ich erreiche die höchste Auszeichnung in dem, was ich am besten kann, ohne irgendwelchen Scheiß zu machen, sondern wirklich durch ehrliche, fleißige Arbeit zu erreichen, dann ist es dahingehend eine positive Form der Ambition, weil es letztendlich auch irgendwo als Vorbild dienlich sein kann. Wobei, jetzt kommt der Gedanke auf mit dem Friedensnobelpreis. Barack Obama hat den gekriegt irgendwann, weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt war, den zu geben, vor allem wenn man bedenkt, was unter ihm angeblich passiert sein sollte mit irgendwelchen militärischen Operationen, die nicht jedem dienlich waren, dann ist es natürlich ein schlechtes Beispiel, was Ambition betrifft. Aber ich sage mal, hypothetisch, nehmen wir jetzt dich als Beispiel. Du hast eine richtig geile Idee, ne? Irgendeine geile wissenschaftliche Fragestellung, wo du weißt, wenn die erörtert ist und man dort irgendwelche Methoden findet, um das zu verbessern, was da elaboriert worden ist, und du nutzt es, machst deinen Professortitel, wirst dadurch bekannt und berühmt, weil es gibt ja nicht immer nur schlecht, es gibt ja auch gut, logischerweise. Ne? Dann könntest du mit diesen Errungenschaften, die du in deiner Forschung eben beispielsweise machst, zu Ruhm kommen und den anderen zeigen, hey, darauf kommt es an, setzen wir das um, machen wir das bringt was, jedem von uns, dann hast du deine Ambition positiv genutzt und im Endeffekt nur durch deinen eigenen Gedanken, durch deine eigene Ambition konzentrisch einfach einen Riesenwandel bewirkt. Dauert zwar vielleicht Jahre, aber who cares? Es ist das große Werk, an dem man arbeitet. Also, wenn ihr ambitioniert seid, überlegt euch mal wirklich, ob ihr wirklich bereit seid, alles zu tun, im Sinne von sich der Härte, der Anstrengung hinzugeben, anstatt dem leichten Weg zu folgen, der eigentlich komplett selbstzerstörerisch ist. Eine andere Variante, um der negativen Ambition entgegenzuwirken, das war auch in einer der anderen Folgen, dass man sich eben still über seine Erfolge erfreut, dass man auch einfach im Hintergrund seine Arbeit macht und sich dann darüber freuen kann, ohne Bestätigung von anderen zu bekommen. Und da muss ich auch nochmal unterstreichen, tatsächlich, das hat was. Dieses sich selbst an den Sachen erfreuen, an dem Werk, das man geleistet hat. Ich meine, es hat bei mir schon ein bisschen gedauert, ja, aber ich sehe die Ergebnisse jetzt.
Ich sehe die nicht nur von der einen Seite, sondern auch von der anderen Seite und dann nochmal von der ganz anderen Seite. Mittlerweile, das ist etwas, wo ich mich entwickeln musste, war das Anerkennen der eigenen Erfolge. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ich habe das immer so weggeschoben. Mittlerweile sage ich, okay, nehme ich an, ich kann jetzt ein bisschen meine Kraft rausziehen oder auch diese Kraft in mir sozusagen wieder zurückholen, die ich damals rausgehauen habe, um das zu bewirken, was ich bisher bewirkt habe. Also man merkt es dann mit der Zeit, mit der eigenen Entwicklung, was man eigentlich tatsächlich schaffen kann, je veredelter man ist und je stärker man wird, weil es sich im Außen dann auf jeden Fall stark bemerkbar macht. Müsst ihr mir nicht glauben? Könnt ihr mir glauben? Probiert die Charakterveredelung vielleicht mal aus. Vielleicht siehst du auch in kurzer Zeit Erfolge. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber ich kann zumindest aus meiner Perspektive sagen, ein Licht, das leuchtet, zieht immer die an, die sich vom Licht angezogen fühlen. Und nein, das ist jetzt überhaupt kein Bezug auf mich selber, sondern sagen wir es mal so. Du bist jetzt im Dunkeln, es ist kalt und du siehst auf einmal ein Feuer, ein Licht, ne? Ein Feuer, ein Lagerfeuer. Klar, man ist vorsichtig, aber man nähert sich dem Feuer, weil man weiß, das Feuer ist warm, es ist angenehm, es spendet Licht, man sieht etwas. Und wenn man selber sozusagen durch seine Erkenntnisse und durch sein Wissen sein eigenes inneres Feuer entflammt und entfacht und größer werden lässt und stetig brennen lässt, dann wird es immer jemanden geben, der Hilfe sucht, der Rat sucht, der einfach nur Nähe braucht in der Hinsicht, Verständnis, Akzeptanz, einen Raum, in dem man sich erholen kann, in dem man selbst sein kann. Dann ist man ja gewissermaßen so ein Licht. Und ich habe auch genug Leute in meinem Leben kennengelernt, die für mich so ein Licht waren und auch teilweise immer noch sind, wo ich sagen muss, hey, wenn jeder so ein Licht in sich entfachen könnte, boom, super, ne? Dass man diese Fackel, dieses Feuer weitergibt und das Feuer bei jemand anderem entzündet und dass es sich dann verbreitet und immer heller und wärmer wird und Hashtag Metapher, gell? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Darum Charakterveredelung. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Punkt, was im Endeffekt doch mit dem Punkt Konzentrationsmangel und sprunghafter Geist irgendwo zusammenhängt. Das Fehlschlagen, die Gedanken zu kontrollieren. Oh, da kommt jetzt wieder die Erinnerung hoch, dass ich irgendwann mal erwähnte, dass das kollektive Denken genauso Gedanken in einen reinböllert, die nicht zu einem gehören. Oder dass, wenn jemand sich wirklich fokussiert, auch diese Gedanken in einem aufkeimen lässt und auch die Gefühlswelt, die damit verbunden ist. Und es hat ja, also die Theorien, die gibt es ja nicht nur jetzt hier bei Drabeck, sondern die habe ich auch im Spiri-Bereich gefunden. Und zwar, dass unser Geist ja sowohl Sender als auch Empfänger ist. Wir haben sozusagen unsere Antennen, um gewisse Ideen oder Gedanken heranzuziehen und auch welche wieder rauszuhauen. Physisch sieht es halt so aus, wir teilen unsere Gedanken, Ideen und die Strukturen der Gedanken mit und auch die logischen Folgeketten, die in uns aufkeimen. Und da auch sau interessant, was dort Drabeck schreibt, diese Gedanken kommen ja auch nicht nur von außen, sondern auch durch unsere eigene Gefühlswelt, durch die vier Elemente, die eigentlich auch in uns arbeiten. Und jedes Element hat doch seine eigenen Qualitäten, ne? Und diese Vermischung dieser verschiedenen Qualitäten erzeugt dann ja auch irgendwo einen Gedanken, den wir dann in uns tragen, ja? Den wir dann wieder raus in die Welt schicken können im Endeffekt. Beziehungsweise von anderen können wir die auch empfangen und die verarbeiten wir dann bei uns innerlich auch durch die unbewusste Analyse, durch die Elemente. Und diese Qualitäten, also diese Mischungen, die erzeugen ja auch diese Lebendigkeit und die Lebendigkeit der Gefühle, also nicht nur unsere eigene, sondern auch die der Gefühle. Und da habe ich dann auch diesen Bezug damals hergestellt durch die Gedankenbeobachtung und auch durch die Konzentrationsübungen, die Bardon uns schon in Stufe 1 gegeben hat, lernen wir ja zu differenzieren, was an sich
zu uns gehört, was nicht zu uns gehört, aber auch was sich gehört, vom Verhalten, von der Einstellung her und was nicht gut ist. Und unser starker Wille, sofern gegeben, kann ja im Endeffekt diese Sachen, die sich nicht gehören, die Gedanken, die sich nicht gehören, rausschmeißen. Ich bemerke das dann bei mir, wenn ich solche Gedanken habe, dann schüttle ich einfach so stark den Kopf und dann ist er weg. Na, dann passt es schon, weil manchmal sind da extrem starke Gedanken dabei, die so abstrus und so komisch sind. Da denke ich mir so, nee, kann nicht sein. Wie kann das gerade in mir aufgehen? Das ist doch... Bah. Also, heftiges Kopfschütteln, weg. Und Drabek hilft auch mit seinen Worten bei den Menschen, die einen schwächeren Willen noch haben, bevor er eben stärker trainiert wird, gell? Zwinker, zwinker. Und eignet sich dann eine passive, indifferente Beobachtung der Gedanken zu nehmen. Hashtag Stufe 1 von der Geistesschulung. Weil ich meine, wenn man einfach nur so da hockt und sich von den Gedanken nicht beeinflussen lässt, ist man natürlich passiv und emotional nicht erregt und lässt diese Gedanken einfach vorbeiziehen. Und dann wäre hier eben für den schwächeren Willen, sagen wir es so, eben da die Möglichkeit gegeben, doch die Gedanken ein bisschen besser kontrolliert zu wissen. Dann hat er aber noch eine ganz starke Alternative zu den zwei bisherigen, also einmal aus starkem Willen was raushauen und aus schwächerem Willen einfach nur beobachten und so sein. Da sagt er, ist die Reinheit aller Dinge, die die Vorsehung geschaffen hat. Nichts ist falsch, nur Mensch respektiert die Naturgesetze nicht. Überall gibt es etwas zu lernen und dadurch wird ein Gedanke, der eine negative Qualität ausdrückt, entwaffnet, was keinen größeren Effekt auf uns haben sollte im Anschluss. Ja, soweit denke ich grundsätzlich gar nicht, bin ich ehrlich. Aber ich glaube, sobald ein gewisser Entwicklungsstand da ist, wird es auch ein bisschen leichter, diese Reinheit in allen Dingen zu sehen. Weil tatsächlich alles im Endeffekt, was zur Existenz kommt, ist ja auch irgendwo ein Teil des Geschaffenen, wenn man das so theosophisch-religiös aufdröseln möchte. Und alles, was geschaffen worden ist, kann nicht dreckig sein. Das ist rein von seiner Natur her, wie es erschaffen wurde, um uns etwas beizubringen. Kann man so nehmen, muss man aber nicht. Logischerweise. Auf jeden Fall, wenn so störende Gedanken kommen und wie ich gesagt habe, mit dem Rausschmeißen, mit dem Kopfschütteln oder so, dieses Ringen machen wir ja, dass sich solche Gedanken nicht in der physischen Welt im Endeffekt realisieren, ne? Dass man dem nicht nachgibt. Und es ist ein harter Kampf, mal Dingen, Gedanken, Gefühlen nicht nachzugeben. Weil ich meine, sagen wir mal, du bist einer, der gerne hobelt, ne? Ja, wie wär's dann, wenn du mal schaust, mal nicht zu hobeln, dass du wirklich gegen diesen Drang ankämpfst. Oder beim Rauchen, dass du dann, ja okay, nee, das Beispiel nehme ich raus. Da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Aber wenn man jetzt sagt, hey, ich muss da jetzt unbedingt helfen, obwohl man sich da eigentlich rausnehmen sollte, dass man nicht der Versuchung erliegt, jemandem zu helfen. Oder das ist ein interessantes Beispiel. Ich bin zum Beispiel ein Typ Mensch, der gerne hilft und unterstützt, wo er kann. Mit dem, was er weiß, was er gelernt hat, was er für Erfahrungswerte hat und auch mit den Denkprozessen als solchen. Und manchmal betreibe ich das bis zu so einem Exzess, dass ich mich so vernachlässige und gar nicht bemerke, dass nichts zurückkommt. Hashtag Feuerelement, gell, mit Geben und Nehmen, wo man noch erkennen muss, okay, irgendwann ist gut. Ne? Irgendwann ist zu viel. Und das erste Mal runterzuringen, zu sagen, nee, jetzt geht's gar nicht mehr. Das war, weiß ich nicht, die Arbeit, das zu lernen, jetzt in dem Bereich, war über ein halbes Jahr. Das ist vielleicht eine lange Zeit für die einen, für die anderen eine kurze Zeit. Aber sobald man das realisiert hat und auch diesen Gedanken niedergerungen hat und das auch nicht mehr tut, das ist eine Befreiung. Auch mal zu sagen, so, nö, ich setze eine Grenze. Vergiss es. Muss gesundes Geben und Nehmen sein. Dann macht man gesundes Geben und Nehmen. Und will auch nichts anderes mehr. Oh, weil im Endeffekt, das
ergänzt sich super mit dem Punkt, den Drabeck dann auch nannte. Der schwache Wille, den man da am Anfang hat, ne, dem muss man ja die Wiederholung geben. Das sagen auch Psychologen und das sagen auch die Spiris, das sagt eigentlich gefühlt jeder. Du musst etwas ewig wiederholen, nicht ewig. Laut Gespräch mit einer guten Freundin 70 Mal sollte man etwas wiederholt haben, damit es sich in einem setzt, dass man das macht. Ich denke mir so aus der magischen Perspektive, macht dann Imprägnierungen und dann geht das ein bisschen schneller, kann ja auch sein. Auf jeden Fall kann man diesen Willen durch die Wiederholung stärken und ausmerzen. Natürlich geht es auch in die andere Richtung. Wenn du einen schwachen Willen hast und die negativen Sachen wiederholen sich, ja, dann stärkst du auch die negative Qualität. Und dem sollte man eine Regel vorschieben, weil das das Negative entzieht nämlich logischerweise dann auch die Lebenskraft, die man vielleicht anderweitig nutzen könnte. Wie zum Beispiel ein Studium, wie zum Beispiel einen Haufen extra Projekte neben der eigentlichen Arbeit zu machen. Es geht alles. Man findet dann die Zeit, man findet die Kraft, auch wenn man gesundheitlich angeschlagen ist. Man findet die Kraft dafür, wenn man sich den negativen Qualitäten nicht so stark hingibt. Und zum Abschluss sagt er dann, jemand, der seine Gedanken nicht kontrolliert, lässt sich durch andere und eigene Gedanken steuern. Und dann bist du im Endeffekt ein unmündiger Bürger, der sich, wie gesagt, durch andere steuern lässt, auch durch die Gedanken, die andere tragen, und das wollen wir logischerweise nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch luftig, freudiges Bearbeiten dieser Punkte, sofern ihr sie in euch findet, und verbleibe mit liebsten, herzlichsten Grüßen. Bis zum nächsten Mal zur Wasserfolge. Macht es gut und Tüdelü!